Ah, das ist ja doch noch voll der weite Weg. Okay, ich nehme so einen Trank. Ich kann keinen nehmen. Weil ich immer noch den blöden anderen Trank habe, dass irgendwie mich mich schwache Gegner nicht angreifen dürfen. Und der wirkt irgendwie voll lang. Müssen wir uns jetzt beeilen. Ich will hier raus. Ach so. Und weil noch was kommt. Let me smell. Schlüpft. They smell tasty. Do they really taste that bad? They lure you in with their scent, but once that flower hits your tongue, its flavor transforms into something dreadful. Dreadful like how? The petals melt into a liquid thousands of times stronger than mint, and the leaves and stem taste richer than the richest beef tongue. The two flavors clash and fizz on your tongue, and your whole body is racked with choking pain. Okay. What? Seriously? That's what Ifrit told me anyway. It's actually true. Sie weiß That's es. exactly what it's like. You've tasted it before, haven't you? Is there any way around it? You can squeeze it, boil it, mix it with honey, but nothing gets rid of the taste. Trying to mix it or sweeten it makes it even harder for some to swallow. Have you taken yours? No, I'll do it once I'm back on the ship with the pirates. Wait, are you the type that puts off unpleasant tasks? Not at all. I simply cannot be the first to drink it when others are still waiting for us to deliver their doses. You do know that you'll have to drink double the dose after you start displaying the symptoms, right? Are you certain? Quit being so stubborn. It'd be better if you just got it over with. And you've taken your dose? No, I don't need to. Having a tethered Moloch drink it is enough to absorb its effects. But to a Moloch, it tastes... Yes, the cuter you are, the worse it tastes. It's good to be an exorcist, eh, Eleanor? Do I have to drink it? Of course not. I'll suffer through my own dose of Salatoma. Well, poo. How dull. Ist ja lieb von ihr, dass er das nicht trinken muss. Ich habe mir gerade gedacht, ich tue das Mikro mal ein bisschen aus dem Bild. Das ist so präsent irgendwie. Hört ihr mich dann aber noch genauso gut? Nicht, dass ich jetzt alles verstellt habe und ich irgendwie total weit weg bin oder so. Ich will kein Stinktier. Das will ich nicht. Dieser Trank bringt überhaupt nichts. Ich habe den genommen, damit diese schwachen Gegner nicht zu mir kommen. Wahrscheinlich sind sie nicht wirklich schwach, ne? Und ich habe es geschafft, diesen Trank zu... Die stehen ja wieder. Ich habe den Trank genommen, aber ich komme deswegen nicht raus. Gut, ne? Weil man kann immer nur einen Trank nehmen. Aber er bringt mir eigentlich nichts. Was machen die denn? There's any chance that wanted Moloch would launch an attack here? His target's probably Loringen, but stay sharp just in case. He might try to break open the bug cage as a diversion. Wanted Moloch? Loringen? First that demon Rex Helavis, and then Eleanor betrays us? We're never gonna catch a break. Quit whining. Cleaning up messes is our job. Okay. Looks like our Abbey buddies are up to something. And the bug cage. That barrier, I assume? If so, it won't be long before they find out we broke in. Then we should make our exit while we can. Man hört dich wie eh und je. Oh. Ich hoffe, es ist was Gutes. Ich springe jetzt hier runter. Ich glaube, das geht schneller. Und ganz schnell aufs Feld. Ich will das hier lange, am besten nie wiedersehen. Das war ganz furchtbar. So ein Chaos. Hä, ich habe mich ja doch hierher teleportieren können, oder wie? Nee, aber es ging ja gar nicht, weil sonst hätten wir ja die ganzen Cutscenes verpasst. Ha. So.
Klar, sonst wäre ich nicht da. Ja, es ist logisch. Wenn ich jetzt irgendwie so sprechen würde. Ich weiß ja nicht, ob ihr da bleiben würdet. Ja. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe zur Warnelzia. Die Warnelzia ist in Renit. Ich bin in Wagenwald. Und ich muss jetzt einfach nur nach links. Also nach nie ohne Seife waschen, nach Westen. So. Und du, kleines Stofftier, lässt mich jetzt in Ruhe. Verdammt nochmal. Ich möchte einfach nur nach Westen. Und ich will auch nicht stinken. Nein. Die stinken wahrscheinlich eh schon. So viel wie die rumgelaufen sind jetzt. Ey, das wäre mega antörend. Findest du? Ah, ich weiß ja nicht. Irgendwie sehe ich da so eine ältere, etwas beleibtere Dame mit einem Schnaps und einer Zigarettenpackung so hier. Hey, vor meinem geistigen Auge. Easy there, oh fuck. bro. I don't got time to spar today. Got a date lined up. That artifact you've got belongs to Ifried. Why do you have it? Just picked it up off the ground somewhere. Don't screw with me, tough guy. I have ways of making you talk. Ha! I wonder how much pain gets you to open up. You're the one about to be tested. It's not up to you how this goes. If I want to talk, we'll talk. And if I want to fight, we'll fight. Mhm. Sind wir jetzt in Persona? I'd play more, but I don't want to keep old Pointybeard waiting. We'll chat some more later, with our fists. Wait! Aizen! We need to get the flowers to everyone on the ship! You can handle it! But you're... Jetzt ist er weg. Oh, okay. Alright. Gut. Bis dann. Einer weniger in der Gruppe. Mit der Stimme könnte es Synchrosprecherin bei Flucht der Karibik 5 werden. Für die Hauptrolle, meinst du? Ich weiß ja nicht. Oder einfach nur irgendein Pirat, ne? Ja, ja. Piratin Geller. Da kommt mir doch gleich Friends in den Sinn. Da in der Folge, wo die Monika sich ein Stückchen Eis ins Auge reibt, fällt. That thing Zavid was holding? Und sie eine Augenklappe What do you bekommt. think that was? From the sound of it, it seemed to belong to Ifried. I've never seen any object or art quite like it. Maybe it's that relic Ifried brought back from a continent across the sea. An art from another continent. Do you think Aizen will be alright? That Moloch seemed to know what he was doing. I'd rather we just stayed out of his way, but... First the throne, and now here. What is Zavid after, anyway? He was probably just making up that date business. But still, old Pointybeard? Just like Ifried. When I was talking with Benwick, he said Ifried had a pointy beard. You don't say. Then I bet Zavid is that wanted Moloch the Abbey's looking for. Yeah. He must be aware they're after him. And then he baited Aizen into following him, using something that belonged to Ifried. And I'm pretty sure Aizen knew that, but he went after him all the same. Ugh, this can only go well, I'm sure. Is Aizen in trouble? It doesn't matter either way, if his Corsair scourge goes untreated. For now, let's get back to the ship. Stimmt, der hat ja... Nee, der hat die doch gar nicht. Der ist doch ein Malak. Der hat diese Korsarenplage doch nicht. Wir wissen ja nicht mal genau, in welchem Zeitalter Lothringen erbaut wurde, oder? Also, soweit ich weiß, war der Turm verschüttet, bis Fürst Melchior ihn mit ein paar Malakim wieder zutage förderte. Ich habe gehört, dass im Untergrund ganz viele Malakim schlummerten. Ist das wahr? Keine Ahnung. Aber wenn ihr mir erzählen würdet, dass diese düsteren Kreaturen aus dem Untergrund gekommen sind, würde ich euch das glatt glauben. Okay.
Ich kenne die Version der Abtei, aber ich brauche handfeste Beweise, bevor ich sie glaube. Ihr seid nicht die Einzigen, die ihr Leben riskieren. Das stimmt. Uns ein Gefühl der Sicherheit zu geben, ist die Aufgabe der Abtei. Die Abtei kämpft mit aller Macht dafür, den Frieden im Land zu bewahren und die Dämonen auszulöschen. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich bitte euch, vertraut Fürst Artorius und dem Imperia Innominat. Ich will es ja, aber ich werde einfach dieses mulmige Gefühl nicht los. Ahoi, Brause. Ahoi, hoi. Wie unser lieber Burns sie doch immer sagt. Ahoi, hoi. Was hast du Schönes? Wenn Wut und Trauer doch nur einfach fortgespült werden könnten. Aber leider funktionieren die Menschen nicht so. Da wir gerade beim Thema sind, ich habe einen neuen Auftrag für euch. Ach stimmt, das ist ja der Auftragsheini. Rasender Wolf. Brutwolf. Okay. Schauen wir mal, das Zeug mache ich so nebenbei, wenn wir zufällig was sehen. Das ist jetzt nicht so im Fokus. Das Spiel ist eh schon ganz schön lang und hat eh schon sehr viel. Ich verstehe diese Exorzisten einfach nicht. Sie schicken ihre ganzen Leute zum Wagenwald oder nach Lothringen oder an andere Orte, an denen niemand lebt. Sind sie nicht hier, um uns zu beschützen? Das ergibt alles keinen Sinn. Ich komme wieder. Ich gebe euch Bescheid, falls ich auf neue Heilmittel stoße. Ja, ja. Danke, danke und viel Glück. Wir hätten schon längst einen Teil des Wagenwalds in Ackerland umwandeln sollen. Aber es ist immer zu kalt, die Dämonenpest tobt und ich finde keine Ehefrau. Es ist einfach so trostlos. Das ist einfach erbärmlich. Das würde dein Vater nur dazu sagen. Moment mal. Ich bin ja dein Vater. Aber egal. Jetzt ist nicht die Zeit, um aufzugeben. Frauen mögen keine Männer, die einfach die Flinte ins Korn werfen. Moment mal. Ich bin ja dein Vater. Ist geil. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, ich würde gern einmal pennen gehen. Wollt ihr übernachten? Ach, wir sind für unsere große Gastfreundschaft bekannt. Das ist nett. Und nur 100 Geld. So günstig. Ah. So. Was ist das? Hübsche Muschelschale. Oh, wie hübsch. Angelaufene Silbermünze. Ich hab schon 99. Das gibt's doch nicht. Wofür sind die gut? Oh. Ich muss mal schauen, ob ich die bei einem Händler verkaufen kann oder so. Heute fange ich den König des Teichs. Eine Rini-Rettungssani-Kröte. Hi. Ui, Lavendel. Ich liebe Lavendel. Okay, ich glaube, dann sind wir hier einmal rum. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ganz sicher. Ja. Oh, ein Frosch. Look, a frog. It's unusual to see one this close to the sea. Hey, I thought of a poem. Day at Port Renede. A frog jumps into the void. The sound of the sea. Magilu? What was that? Just a little poem that popped into my head. My inspiration came from pondering the terror a frog would feel if it unwittingly leapt into the salty ocean. That's... I don't get it at all. I got another one! Skinny little frog, Magilu is on your side. Do not give up hope. I guess that one is about rooting for a frog? That's right. I once bet a fortune on a game of chance involving frogs. That was my inspiration for this one. What do you think? Poetic, isn't it? Total. I think you have a gambling problem. So, did this skinny frog win? Nope. I lost my entire bet. I think we can call that poetic justice. Okay, ich dachte, wir können auch irgendwas mit denen machen. Die sind so niedlich zu so einem Türmchen aufgebaut. Aber anscheinend nicht. Okay. Gehen wir mal schnell das Zeugs da bringen. Bevor die jetzt alle sterben, weil ich so am Trödeln bin und mir Frösche angucke. Froschtürme. Die Pornak-Hochebene liegt nördlich, hinter den Nooksümpfen. Der Lavantunnel führt unter der Hochebene durch. Den ganzen weiten Weg bis nach Vortigern. Ah, das stimmt. Und Vortigern überspannt die Meerenge zwischen Nordgand und Westgand.
Ja, aber im Gelehrten zufolge treibt Westgand langsam in nördliche Richtung davon. Ah, das bedeutet, das wird eines Tages auf Nordgand stoßen und die beiden werden sich zu einem einzelnen Land zusammenfügen. Hui! Das würde Vortigern ja völlig unnötig machen. Solltet ihr nicht die Abtei darüber informieren? Naja, die Abtei sollte das vielleicht selbst wissen, oder? Oder sind die so doof? Die Dämonen haben furchtbare Grausamkeiten begangen. Ich weiß, ich allein kann kaum etwas ausrichten, aber ich will meinen Teil dazu beitragen, sie aufzuhalten. Meine Unterstützung habt ihr. Ich werde eure Waffen so radikal verbessern, dass ihr sie kaum wiedererkennt. Na, das ist doch mal ein engagierter Schmied und gar nicht müde oder so. We've brought back your solid Tomahs. Drink up. You've saved us! But where's the first mate? We bumped into some wannabe tough guy Moloch and he just took off after him. What? That must have been Zavid! Why didn't you guys follow him? And leave you all with the Corsair Scourge? Yes! Eisen's the one in danger here. Is it because the Abbey is after Zavid? So you even knew about it? I heard the details from a merchant who deals with the Abbey. Some big-shot exorcist named Melchior has set up a trap for Zavid and Loringen. If Eisen gets caught up in that, he might not make it out alive. So now there's Melchior to worry about. Why is Lord Melchior assuming direct command to capture Zavid? Wait, that's not important. What matters is I can turn Laffy's head over to him and finally return to the Abbey. Melchior is a legate. A powerful enemy, trap or no. Ugh, you guys are useless! Well, fine. If you're not going to go help him, we will. What makes you think you're capable of being any help? Would you let an ally get slaughtered just because you were scared? What? We want to save him. Maybe we'll lose. It still won't stop us. We are the ones who decide our fates. Only us. That's just the creed of Eifried's pirates. You're a real hothead, you know that? Nobody said anything about not helping Eisen. Huh? You all stay here. Take your medicine like good little boys. And be ready to welcome back your first mate and captain. The captain? Why else would Eisen knowingly barge into a trap, if not to save Eifried? Of course! Leave the ship and crew to me. Here, this one's for you. Those pirates haven't a lick of sense in them. They don't let reason dictate who they protect. If you say so, Demon. Nett. Wenn du das sagst, Dämon. Okay. Now, about where Eisen's headed. Those exorcists were talking about some place called Loringen. Yes. It's a tower in the northern part of Westgand where the exorcists train. Lines up with what Benwick told us. That must be the place. There must be a lot of exorcists. Hang in there, Eisen. That'll take more than basic exorcists to do him in. We ought to pity any poor exorcists who meet the Reaper. Right. Let's work together and find him. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass wir ihn suchen müssen, denn der kann ja nicht einfach abhauen hier, oder? So, kleiner Frechdachs, ich bin dann mal Baba machen. Habt noch einen schönen Abend und schlaf gut bis morgen oder sonst wann. Okay, Weltstar, bis dann. Schön, dass du reingeschaut hast. Und gute Nacht. Und was ist das mit dem Frechdachs hier, ne? Der Captain und der erste Offizier gehören ganz euch. Wenn ihr zurückkommt, werden wir wieder auf den Beinen sein. Okay. Oh Gott, wie sie da alle liegen. Okidoki. Dann schauen wir mal. Soll ich vielleicht noch was einkaufen? Kann ich hier einkaufen? Kann ich da einkaufen? Bist du ein Laden? Es ist aber ruhig hier. Ist, glaube ich, kein Laden. Dankeschön. Ja, bist du.
Oh Mann. Lieber frech als langweilig. So. Vollgegeben. Solid Tomah is as awful as I remember. I'd hoped I'd never have to drink it again. Are you alright, Eleanor? Oh, Is this your second experience with the Corsair Scourge? No, I had it for a different reason. In the Abbey, it's tradition for initiates to drink solid Tomah as part of their welcoming festivities. Sounds like hazing to me. When everyone shares the same experience, drinking something so shockingly revolting, our bonds are strengthened. It's a good thing. Sie könnten doch alle was Schönes zusammen machen. Really Das steckt auch den Zusammenhalt. Taste it again. To be blunt, I hate it. You're lucky you think it tastes so terrible. That means you also know what tastes good. Right, Velvet? Ah, ist die gemein. Velvet can't taste anything aside from blood. What? Is that because she's a demon? I'm aware of one other flavor. Mogulu, here's your dose of solid Tomah. No! Get back here! Don't! Keep that salad away from... I see. The sweet taste of another suffering. Da hat sie sich jetzt gefreut. Die ist ja drauf. Obwohl, die Magilu, die ist schon ganz schön hinterhältig, ne? Oder hinterhältig nicht. Sie macht ja nichts hintenrum. Die ist halt einfach ein bisschen... fies. Hello there. You're headed to Loringen Tower too? Just a bit ago, a brawny, silver-haired man asked me how to get there. Did he say why he was going there? Something about meeting some friends of his. Exorcists use that tower to train, right? If he has exorcist friends, then maybe he's one too. But he seemed a bit rough and tumble to be an exorcist. I can't imagine a man like him. Did he say anything else? He said someone else might stop by and ask about the tower, and told me to tell him if they do. Did he mean you? No clue. So he was planning on us following him. What's he scheming? You mean Zavid? Or the Abbey? Both. Kann ich bei dem einkaufen? Mit dem möchte ich doch... Hallo, wir sind vielleicht nur ein einfacher Laden auf dem Lande, aber wir haben ein schönes Sortiment. Ein schönes Sortiment? Nein, ich will den Laden nicht verlassen. Ich will verkaufen. Ich habe nämlich so viel komische Sachen. Ich hab Zeug. Gutes Zeug. Oh mein Gott. Ein Rohedelstein von guter Größe und Qualität sollte so einiges wert sein. Oh ja. Cool. Der Laden hat Level 4 erreicht. Du hältst hier ab jetzt einen Preisnachlass. Objekt erhalten. Glatzit des Adepten. Ich kriege auch noch was. Gewährt die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die beim Einsatz eines Objekts dessen Abklingzeit verringert. Ich muss mir das mal anschauen mit diesen ganzen Ventiten oder wie die heißen. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt bei Essen gelandet? Nee. Aber hier, das habe ich zum Beispiel 99 Mal. Ein winziges Stück Flammenstein, als Einzelstück nicht viel wert. Aber alle zusammen ganz viel wahrscheinlich. Deswegen verkaufe ich das jetzt. Eine vor Jahrhunderten geprägte angelaufene Münze. Das Silber sollte ein Sümmchen bringen. Ich verkaufe das jetzt, weil ich habe jetzt so viele und ich glaube nicht, dass ich das für was anderes brauchen kann. Kupfermünze, der ein Stück fehlt, sie ist kaum ihr Metall wert. Das verkaufe ich jetzt alles. Wow, 37.433. Richtig cool. Ich glaube, das passt. So, was habt ihr denn so aufwerten? Also, ich könnte den Panzerhäcksler ja eigentlich ein bisschen aufwerten. Habe ich alles, was ich dafür brauche? Ja. Ist auch nicht so teuer. Aufwertungsbonus plus 10% Schaden gegen betäubte Gegner, plus 30% Erfahrung durch den Sieg über Krustentiergegner. Ich kann es auch gleich nochmal machen.
Und nochmal. Und nochmal. Nee, mehr geht nicht. Oh, wieso nicht? Keine Ahnung, leisten könnte ich es mir leisten. Vielleicht fehlt mir irgendwas. Benötigte Materialien in Besitz steht da, aber wahrscheinlich habe ich alles, was ich dafür brauche. So. So, und was ist noch ausgerüstet? Halt, das hier. Bernsteinfragment habe ich. Okay, aufwerten, aufwerten, aufwerten. Ach, das ist einfach die höchste Stufe. Mehr geht nicht. Gewöhnliches Papier. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. Ich hab's ja jetzt dicke hier mit dem Geld. Das kann ich nicht aufwerten. Das auch nicht. Doch, das hier kann ich. Oh, jetzt fehlt mir ein Silberklumpen. Naja. So, können wir noch was aufwerten? Ja, den Bernsteinanhänger. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ich habe es nur viel zu schnell gerade weggedrückt. Und... Oh, eine Kalzitweste können wir noch aufwerten. Oh, halt, die Ringe. Aufwertungsbonus. Verringert die Betäubungsdauer um 9%, minus 20% Schaden durch Brandangriffe. Oh, voll gut. Jetzt habe ich nur kein Material mehr. Aber da konnte ich jetzt einiges aufwerten. Super. Was kriege ich denn, wenn ich jetzt so eine Kalzitklinge zerlege? Weil ich habe irgendwie tonnenweise davon. Bringt mir das jetzt nochmal was beim Aufwerten? Nee. Doch. Weil ich ein Kalzitfragment bekommen habe. Und das brauche ich zum weiteren Bauen. Aber hier kriege ich jetzt eh keins mehr. Okay. Ich kaufe jetzt noch was ein und dann können wir weiterschauen. Das... Ach, Pfirsichchili, so heißt's. 50% der KP. Ja, kaufen. Ich bin hier voll im Kaufrausch. Ein Armband. Nö. Danke. Ein Fluoridspeer brauche ich nicht. Kalzitohrringe wären im Angebot heute. Können wir mal mitnehmen. Oh, die Kalzitmontur. Die ist auch gut für die Magilu. 1480, 244. Der Angriff wäre mit der hier besser. Erdschaden, Artangriff. Maximale KP. Ich glaube, ich nehme lieber die teurere. Die ist sogar wirklich auch besser. Nicht nur einfach teurer. Oh, die Befehlsschuhe gefallen mir für die Eleanor. Und das wär's. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Essen mit. Ich koche nämlich so gerne mit denen. So, dann gehen wir zur Ausrüstung und gucken mal. Das passt. Naja, ich habe ja eigentlich nur für die Eleanor... Oh. Einfache Schleife habe ich jetzt ganz umsonst aufgebessert. Aufgebessert? Aufgepumpt? Ja, ihr wisst schon. Denn ich habe hier einen Tranquilo. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Tranquilo. 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 Der viel besser ist. Deswegen werde ich jetzt den ausrüsten. Naja, wir können es ja wieder zerlegen und wieder was Neues bauen und so. Ist ja eigentlich auch ganz lustig. Die Stiefel... Muss ich mal kurz gucken. Aber kann man das nicht so irgendwie... ein bisschen sortieren? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann, warte mal. Ihre jetzigen wären gemeistert. Uppala. Die gehören keinem. Kalzitstiefel. Da ist halt der Angriff besser bei denen. Oh. Achso, das gehört ihm. Da habe ich ja 30 HP mehr. Ist jetzt auch nicht die Welt. Oh, halt. Befehlsschuhe. Die wollte ich ihr ja geben.
Das ist noch nicht gemeistert. Okay, bei ihr haben wir mehrere Sachen. Also, die Wächterpuppe wäre jetzt gemeistert. Sie hätte noch die Kalzitpuppe. Oh, guck mal, wie sich jetzt auch das Bildchen ändert. Schokoladenfigurine. Wie geil. Bernsteinpuppe oder verwitterter Wächter. Ich guck mal, was ist denn davon das Beste? Was hat denn den höchsten Angriff? Nix, weil ich das halt schon gemeistert habe, deswegen ist das gerade recht gut. Aber das nächste kann man ja höher meistern wieder. Eventuell die Kalzitpuppe. Artangriff, Aufwertungsbonus, plus 10% Schaden gegen betäubte Gegner, plus 40 KP Wiederherstellung beim Stehen. Plus 10% Schaden gegen Betäubte, amorphe Gegner, Betäubte, Untote. Okay, also man kann es gar nicht pauschal sagen. Ich nehme jetzt mal das hier. Die Mana-Ohrringe sind auch gemeistert. Dann nehmen wir jetzt noch die... Oh, die Kalzit-Ohrringe würden voll passen. Oh, aber die sind noch besser. Okay. Matrosenbluse. Eventuell diese Matrosenbluse. Weil ich bin noch nicht fertig mit Meistern. Schockwehr. Da wäre der Schockwehr-Ring etwas besser. Und bei den Schuhen hatten wir, glaube ich, auch andere schon, oder? Sollte schon was mit guten Angriff sein, denn da sind wir jetzt ein bisschen runtergekommen wieder. Nee, ich glaube, die Schuhe habe ich jetzt schon der Eleanor gegeben. Und da ist sie noch nicht fertig. Okay. Ja, gucken wir noch ganz kurz hier durch. Das ist jetzt schon gemeistert. Oh je, sind die besser? Ja. Egal, dann war das halt jetzt mal so zum Testen. Ist ja eigentlich auch okay. Der ist noch nicht aber vielleicht gibt es da einen besseren. Bernstein-Talisman, ja. Dann die Kalzitweste. Könnte auch was Besseres da sein. Nein, okay, der Lernring. Schockwehr ist schon bei dem. Nicht wirklich. Kalzitstiefel. Nur gegen andere Kalzitstiefel. Also die hier, aber die sind schlechter. Okay. Und das hat er auch noch nicht fertig. Jetzt schauen wir ganz kurz nochmal. Aphrodite. Also da hat sie schon. Kalzitmontur. Halt, stopp. Nee. Doch, warte mal. Lieber ein bisschen höherer Angriff und dafür 30 HP weniger, denke ich, oder? Aber Zauber ist dann auch schlechter. Das hat sie eh schon gemeistert. Ich kann was ganz anderes nehmen. Ich habe aber nichts. Ja, doch, das hier dann. Das ist ganz gut. Okay. Windring ist auch gemeistert. Gucken wir ganz kurz. Dann, das sollte man echt nicht vernachlässigen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, dann ewig hier im Menü rumzuhoppeln. Aber dafür sind wir dann auch viel stärker. Ach, guck mal, bei ihm sieht das auch anders aus. Kalzitpapier und Bambusstapel. Aber das Kalzitpapier ist besser. 176. Bambusstapel. Ah, die Bambusstapel sind ganz gut. Erdangriffskraft. 178, 146, 169, 177. Ich glaube, der hier. Ich nehme jetzt mal den hier, auch wenn ich das andere gerade gepimpt habe. Ich habe nicht gesehen, dass wir doch schon einiges neues Zeug haben. Dummerweise. Der Lernring hier ist besser. So. Okay, hier die Bernsteinstiefel oder vielleicht sogar noch ganz andere. Brennender Ansturm ist gut. Den nehme ich. Okay. Jetzt bin ich auch mit allen durch. Okay, das habe ich gar nicht angeguckt. Der abgenutzte Speer ist auch besser, oder? Aber der Angriff ist total scheiße. Dann lasse ich das mal so. Und dann sind wir wieder da, wo ich war. Okay. Laden verlassen. Neuer Titel, Edelwarenverkäuferin. Ach, weil ich diesen riesen Stein da gerade verkauft habe.
Deswegen konnten wir überhaupt uns jetzt so lange da auch aufhalten. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo wir überhaupt raus müssen. So.